Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Und ich wollte nur eine kleine Ankündigung machen, die ja jetzt schon einmal verschoben worden ist und jetzt schon wieder eine Zeit lang zurückliegt. Und zwar gibt es nächsten Freitag, ja, das ist der 20. Da startet ja auch der nächste Server, EU15, gibt es einen XXL SF Kochstream, ja, mit dem guten Chris, aka Ignil zusammen. Das Ganze hatten wir ja schon mal geplant gehabt, dann wieder verschoben und jetzt findet es hoffentlich statt, solange ja hoffentlich nichts dazwischen kommt, arbeitstechnisch oder ja, dass ich nochmal krank werde oder so. Ne, das war zumindest ja, der Grund letztes Mal, warum es verschoben werden musste. Und ja, das wird jetzt der allererste Kochstream sein, der auf Twitch stattfinden wird. Den letzten Kochstream, den hatten wir noch damals auf YouTube gelivestreamt und das ist natürlich schon eine ganze Weile her. Und für die Leute, die nicht wissen sollten, was da passiert, es ist eine Mischung aus Shakes and Fidget und halt eben Kochen. Der Chris kann halt wunderbar kochen, ja, und kocht dann bei mir und ich richte so ein kleines Setup in der Küche auf, dass man quasi immer so hin und her switchen kann. Wir spielen den Serverstart, EU15, und nebenbei wird dann halt eben in der Küche ein bisschen gewirtschaftet, gekocht und das dann, oh, wir haben es 6 Uhr morgens. Guten Morgen, aufstehen, klingelingeling, aufstehen. Ja, das habe ich auch noch nicht gehabt hier, ne? Ja, ist der Tag angebrochen hier. Und ja, genau, das wird das erste Mal dann auf Twitch sein. Ich werde versuchen, noch bis Freitag ein paar Pilzcodes zu organisieren und ihr seid dann natürlich recht herzlich eingeladen, dort dann eben auch zuzuschauen. Viele Leute haben darauf schon gewartet, haben mich angeschrieben, ey, wann machst du mal wieder was mit Chris zusammen? Diesen Freitag, ich gehe mal von aus, ich werde so zwischen 14 und 15 Uhr live kommen, dann werden wir den Serverstart spielen und ich gehe mal von aus, dass der Chris dann wahrscheinlich danach dann irgendwann dazu stoßen wird im Laufe des Nachmittags/Abends und dann halt eben werden wir zusammen kochen. Ne? Wer mir noch nicht folgen sollte auf Twitch, findet ihr das Ganze natürlich unten in den Kommentaren oder in der Videobeschreibung und momentan ist auch sogar gerade noch September, also falls ihr Interesse haben solltet, ja, ein Abo dazulassen, spart ihr euch bis zum 2.10. 30%, also kann man auf jeden Fall mitnehmen, wenn man daran halt, wie gesagt, Interesse habt. Ihr habt auf jeden Fall einiges an ja, Vorteilen, unter anderem halt eben keine Werbung, beziehungsweise halt auch viele coole Emotes im Chat und ja, das müsst ihr halt aber eben selber wissen. Ich habe ja, meinen Channel nochmal ein bisschen ja, den letzten Feinschliff verpasst. Ich hatte ein paar Alerts, die noch nicht ganz richtig funktioniert haben. Da ist jetzt alles hoffentlich richtig eingestellt und ich habe sogar jetzt Text-to-Speech auch nochmal dann aktiviert, sodass dann quasi bei den Bits das Ganze auch ab 50 Bits quasi, also Text-to-Speech, da könnt ihr quasi für Bits halt eben eine Nachricht vorlesen lassen, die wird dann vorgelesen im Stream und so eine Kleinigkeiten halt alles beim Sub oder Resub ist das Ganze auch und ja, bei einer normalen Donation müsste das eigentlich auch soweit funktionieren. Deswegen schaut da gerne vorbei oder lasst einfach ein kostenloses Follow da, damit ihr da hingehend auch nichts verpasst. Und ja, das wird auf jeden Fall ein sehr, 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 sehr langer, cooler Stream werden. Und da freue ich mich schon sehr drauf, denn wie gesagt, das letzte Mal mussten wir leider krankheitsbedingt wegen meiner Wenigkeit das Ganze verschieben. Und ja, diesmal gibt es ja auch wirklich viel zu erzählen, viel zu zeigen, viel zu kochen natürlich auch. Das Ganze wird, weil es halt auch wieder ein Highlight-Stream ist, auf YouTube hochgeladen hier. Ne? Also wer das verpassen sollte, die besonderen Streams, sag ich mal, in dem Sinne, die lade ich dann im Nachhinein nochmal hier auf YouTube hoch, sodass man die dann halt eben auch nicht verpasst für die Leute, die nicht auf Twitch unterwegs sein sollten, ja, und genau, das ist auf jeden Fall erstmal dazu. Wie gesagt, wir fangen so zwischen 14 und 15 Uhr an zu streamen und Open End, aber ich sag mal so, wer die Streams kennt, das wird wahrscheinlich wieder so ein 10-Stunden-Plus-Ding werden. Ich gehe mal eher davon aus, ja, zwischen 10 und 15 Stunden, wenn wir schon so früh anfangen. Denn wenn der Chris dabei ist, ja, dann wird der Abend auf jeden Fall immer ziemlich lang werden. Und wir haben ja jetzt auch noch zusätzlich ein neues Game, was wir halt eben auch noch mit
zusätzlich zeigen können, wenn zum Beispiel 0 Uhr ist und der erste Tag vom Serverstart ist vorbei und es gibt nicht mehr vielleicht so viel zu zeigen, dann werden wir vielleicht ich wollte jetzt sagen im Late Game, zum Ende des Streams her, wenn schon eine fortgeschrittene Stunde ist, wahrscheinlich auch ein bisschen Mobile Dungeon streamen, weil da ist der Chris mehr drin als ich. Und da werden wir dann vielleicht auch noch ein bisschen zum Schluss zeigen, aber hauptsächlich konzentrieren wir uns auf Shakes and Fidget. Und das Kochen an sich wird auch schon einiges, denke ich mal, in Anspruch nehmen. Und dann switchen wir immer so hin und her zwischen EU15, Serverstart, Shakes and Fidget und was der Chris halt eben so Schönes wieder für uns zaubert. In der Vergangenheit hatten wir schon echt viele coole Sachen gehabt. Sehr, teilweise hochwertiges Essen. Sowas habe ich in mein Leben noch nicht gegessen. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, was der Chris diesmal alles genauer vorbereitet hat. Und da kann ich ja auch nochmal an der Stelle offiziell einen Shoutout geben. Ich hatte auf Twitch ihn auch schon ein, zwei Mal geradet gehabt. Der Chris hat jetzt auch seinen eigenen Twitch-Kanal. Da könnt ihr natürlich auch sehr gerne vorbeischauen. Und da zeigt er auch Shakes and Fidget und Mobile Dungeon und so weiter und so fort. Also er ist jetzt auch angekommen in der Influencer-Szene. Er influenzt euch jetzt auch tatkräftig, so gut es geht. Und das ist natürlich sehr schön. Es freut mich auch für ihn. Das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr coole Sache. Vielleicht eines Tages werden wir auch mal bei ihm oder bin ich mal bei ihm zu Gast. Das ist natürlich auch cool. Das kann man natürlich auch sehr gerne machen. Ne? Diesmal, wie gesagt, findet es jetzt noch bei mir auf dem Channel statt. Und in letzter Zeit bin ich wieder ein bisschen aktiver. War vorher, was heißt ein bisschen aktiver? Ist hier auch schon jetzt nicht so geil, ne, wenn ich das hier jetzt so sehe. Aber ich versuche immer so mein Bestes zu geben. Ne? Wie gesagt, mein Plan war ja 2 bis 3 Mal die Woche online zu kommen. Ist teils echt, muss ich sagen, schwierig, neben dem normalen Rhythmus das alles noch zusätzlich einzuhalten, sag ich mal. Ne? Aber ich versuche da trotzdem mein Bestes zu geben, um halt eben da auch so ein bisschen mehr oder weniger für euch da zu sein. Denn hier auf Twitch macht mir ja auch sehr viel Spaß. Meistens sind es immer nur so eine kleinen, kurzen Streams, kurz bevor ich arbeiten muss, zur Nacht oder so fahre, zur Nachtschicht. Aber ich sag mal so, besser als nichts. Und freue ich mich auf jeden Fall, wer da am Freitag einschalten sollte. Ich denke mal, ich werde vorher auch nochmal, bevor Freitag ist, auch nochmal live gehen auf Twitch, sodass wir nicht ganz so eine hohe Zeitspanne bis dahin haben. Also sehr gerne vorbeischauen, kostenloses Follow, tut nicht weh und würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen. Genau, das auf jeden Fall erstmal dazu. Meine Pläne zu EU15. Jetzt habe ich voll vergessen hier auf Lul. Das ist ja nicht so cool hier. Meine Pläne für EU15 sind relativ spontan, sag ich mal. Also es ist... Ich hab mir jetzt da noch keine genauen Gedanken drüber gemacht. Es wird ein Server werden, der für mich jetzt nicht unbedingt so krank von Bedeutung ist. Ich glaube, auf der Webseite gibt es irgendwie auch ein Voting, für neue Charaktere. Da haben wir den Neutral hier mit dabei. Ja, der hier einen neuen Avatar hat. Da kann ich ja kurz mal durchstimmen. Der sieht ganz cool aus. Ja, den Neutral, den kennen wir ja. Wen haben wir noch hier? Sage. Ja, das Profilbild habe ich auf jeden Fall schon öfter gesehen. Aber ich wusste nicht, dass das ein Creator ist tatsächlich. Hier finde ich das hier am coolsten. Ja, könnt ihr natürlich auch sehr gerne voten für die Leute hier. Ne? Wen haben wir hier? Den Kukli. Ich glaube, den kennt man eher so von YouTube, glaube ich. Ne? Da finde ich das hier mit den Klötzen irgendwie ganz nice. So, wen haben wir noch? Fena sagt mir gar nichts. Ja, aber hier ist tatsächlich, scheint eine Katzenliebhaberin zu sein. Sympathisch auf jeden Fall. Da nehmen wir mal das hier. Das sieht ganz cool aus. Und was haben wir noch? Gerrit kenne ich auch nicht, glaube ich. Zumindest sagt mir das jetzt nichts weiter. Und anhand seines Profilbilds kann ich da jetzt auch nicht so viel entnehmen. Da finde ich, glaube ich, ihn hier am besten. Ja, das erstmal soweit dazu. Ne? Auf der offiziellen oder beziehungsweise im Webshop kann man da für seine Lieblings-Content-Creator da stimmen für den neuen Server auf EU 15.
Ne? Also wie gesagt, ich werde es auf mich zukommen lassen. Ich werde, ja, weiß ich nicht. Ihr könnt mir aber sehr gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr irgendeinen Wunsch-Char habt, beziehungsweise eine Wunschklasse, die ich spielen soll. Das könnt ihr ja dann so, weiß ich nicht, mit Daumen hoch voten auf die Kommentare, was ich spielen soll. Mir ist es relativ wumpe, muss ich sagen, weil ich auf dem Server jetzt auch nicht so lange bleiben werde. Ne? Aber ich werde auf jeden Fall mal schauen, weil es ja ein halber Jubiläumsserver ist, was da so abgeht und ob der Andrang da ein bisschen höher wird, weil hier haben wir jetzt tatsächlich auch wieder ein paar Votings beziehungsweise neue Charakterbilder von ein paar Content-Creatern, die den Server begleiten. Also mal schauen, wie sich das so auswirken wird auf EU15. Und ja, genau, das aber erstmal dazu. Wie gesagt, fetter Stream am Freitag, den 20. zum Serverstart. Ich freue mich auf euch. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr da auch am Start seid. Es wird, wie gesagt, ein sehr, sehr langer Stream werden. Also ob ihr jetzt nun früh, spät oder keine Ahnung wann arbeiten müsst. Ich denke mal, für jede Zeitschicht wird da irgendwas dabei sein. 14, 15 Uhr fangen wir an und ich gehe mal davon aus, das wird wieder wahrscheinlich so ein Ding werden bis 5, 6 Uhr morgens. Ich kann also auch mit Mobile Dungeon und so, ne, das ist so ein Game, das kannst du halt auch bis tief in die Nacht spielen. Also ich denke mal, ja, keine Ahnung. Ich kann mir gut vorstellen, dass es so ein 15-Stunden-Stream wird oder so. Mal schauen. Wir werden es sehen. Wir lassen uns überraschen. Auf jeden Fall gibt es einiges an Content zu zeigen. XXL, SF, Kochstream und ja, wie gesagt, ich werde versuchen, noch ein paar Pilzcodes zu organisieren für euch, die wir dann auch dort im Stream verlosen werden. Also wie gesagt, schaut gerne in den Kommentaren oder in der Videobeschreibung vorbei. Folgt gerne auf Twitch rein. Ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen und wünsche euch jetzt erstmal soweit noch einen angenehmen Sonntag. Ja, und würde mich dann jetzt an der Stelle verabschieden. Einen guten Sprung, guten Rutsch in die neue Woche. Und bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.